Herzlich willkommen zu Brickstar Terminal Railroad und ich habe schon wieder was von Funhole mitgebracht, den Record Store. Funhole haut derzeit ein schickes Gebäude nach dem anderen raus. Der Record Store ist das zweite Set in der Street Fusion Serie. Das erste, den Skate Shop, habe ich euch ja schon gezeigt. Im Vergleich zu diesem ist der Record Store deutlich größer und wartet vor allem mit einem zuvor nicht gekannten Effekt auf. Er lässt sich aufklappen. Dazu entfernt man zunächst hinten das DJ-Pult und den Ventilator. Die sind mit einer Technikachse angesteckt. Dadurch hält das gut genug, geht aber auch einfach abzuziehen. Und dann lässt sich das komplette Gebäude aufklappen. Die Beleuchtung funktioniert natürlich weiterhin, ich habe sie gerade mal angemacht und man hat freien Blick auf die Innenräume. Und die sind mal wieder großartig gelungen und ich kann euch das auch wirklich gut zeigen, denn die sind entnehmbar. Im Erdgeschoss haben wir das eigentliche Musikgeschäft. Regale voller Platten, kleiner Kassenbereich ist auch dabei. Und eine obligatorische Dreckecke unter der Treppe mit Katzenklo. Die Katze ist aber gerade nicht da, die balanciert lieber im ersten Stock auf dem Geländer. Ob das der Club ist, der auf den transparenten Stein angepriesen wird, ich weiß es nicht. Zum einen wäre das ein ganz schön kleiner Club, da der Großteil des ersten Stocks vom Tonstudio eingenommen wird. Darüber hinaus wäre der Club nur über die Treppe im Laden zu erreichen. Und auf der Straße steht auch noch ein Schild, das nach links weist zum Club. Gleichzeitig steht auf dem Dach unseres Record Stores ein großes Werbeschild für Live-Musik im Chimney Music Club. Alles sehr verwirrend. Im schon angesprochenen Tonstudio ist alles drin, was man braucht. Keyboard, Mikrofon, Mischtechnik, Aufnahmegeräte. Ganz oben findet sich noch eine Chill-Area mit Fernseher, Stereoanlage, 2 Sofas und natürlich mal wieder Reminiszenzen an andere Funhole-Bausätze. Unter anderem die obligatorische orangene Box für die Beleuchtung, aber auch eine Kiste mit dem Camper. Während Funhole viele Dinge wieder clever löst, so sind zum Beispiel die L-Brackets für die Fensterrahmen zweimal braun und einmal grau, damit die Zierlinie von außen die richtige Farbe hat, bricht dann hin und wieder die Farbseuche aus. Etwa beim Vorratsschrank im 2. Stock. Da hätte man einfach nochmal den 1x3 Brick in Off-White nehmen können, statt hier mit Rosa und Rot zu hantieren. Das sind ja auch eher keine Sachen, die da im Schrank stehen. Dafür hätte man dann auch die weißen Steine durch Döschen und Schächtelchen ersetzen müssen. Apropos 2. Stock, was nicht funktioniert, ist das Herausziehen des obersten Stockwerks an diesem Griff hier. Die 4 Noppen, die die Wand halten, sind dafür einfach zu wenige. Die Kabelführung ist durch den Aufklappeffekt deutlich umfangreicher, als man es sonst kennt, aber gleichzeitig auch wieder sehr sauber und intuitiv gelöst. Die Kabellängen sind diesmal aber mitunter bisschen geizig bemessen, gerade für das große Schild auf dem Dach. Auch finde ich da den Beleuchtungseffekt nicht wirklich gut, es wird nur ganz unten leicht angestrahlt. Ansonsten gibt es an der Beleuchtung wenig zu meckern, die ist wie immer bei Funhole sehr gut gemacht. Ich hätte mir nur noch 1-2 Stellen gewünscht, die ich auch gern beleuchtet gesehen hätte. Beispielsweise das In-Use-Schild am Tonstudio, was auf der einen Seite natürlich schwer wird, weil dieser Gebäudeteil ja entfernt werden kann. Zum anderen hätte man aber nur eine Knopfzelle unter der Treppe verstecken müssen und es wäre damit sogar separat vom Hauptlicht schaltbar. Auch das große Studioschild außen hätte ich gerne hinterleuchtet gesehen, zumal da ja sogar direkt dran Kabel vorbeiführen. Und wenn der Bildschirm vom Geldautomat leuchten würde wie der Fernseher im Obergeschoss, das wäre auch echt cool. Das Set ist wieder vollgestopft mit bedruckten Teilen, über 100 habe ich irgendwo gelesen, ich habe nicht nachgezählt. Ein Großteil davon sind aber natürlich die Plattencover, Musikkassetten etc. Aber darüber hinaus finden sich auch tolle Graffiti-Prints, unter anderem oben vor dem kleinen Balkon, aber auch unten direkt neben dem großen Fenster. Da möchte die Anleitung, dass man das vormontierte Bild nochmal auseinanderbaut. Macht das nicht, es ist nicht nötig und ihr bekommt es sicher nicht mehr so perfekt ausgerichtet wie direkt aus der Tüte. Unschön, und das ist das erste Mal, dass ich das bei einem Funhole-Set so hatte. Die Paneele für die Wände, vor allem die dunkelgrünen, waren extrem zerkratzt. Hier sollte man sich vielleicht überlegen, die ähnlich wie die Glasteile gesondert zu verpacken. Die transparenten Sachen waren alle perfekt in Ordnung. Im Erdgeschoss sind beide Teile nochmal fixiert, auch damit das Gebäude nicht aus Versehen aufklappt. Leider hat man das in den oberen Stockwerken nicht mehr gemacht und es klafft da immer eine kleine Lücke. Hier muss man also gegebenenfalls nochmal ran und das etwas modifizieren.
Ran muss man auch, wenn man das Gebäude auf eine Milzplate setzen will, denn obwohl sich Funhole zur Abwechslung mal an das 16er Raster hält, da haben sie ja deutliche Schwächen bei anderen Gebäuden. Durch den Aufklappeffekt muss man hier Vorkehrungen treffen, damit das dann auch noch funktioniert. Denn auch wenn ich ihn nicht bräuchte, diesen Aufklappeffekt, anders kann man in die Räume nicht reinschauen, denn Puppenhaustüren wie beim Skate Shop gibt's hier keine. Was ich auch nicht brauche, aber das wisst ihr ja bereits, sind die Orang-Utans, die Funhole Minifiguren nennt. 6 Stück sind in diesem Set dabei. Was ich hingegen nicht verstehe, ist, warum der Laden keine Telefonnummer hat. Die endet überall dort, wo sie aufgedruckt ist mit XXX. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum da so immens viele Teile übrig sind. Du bist eigentlich nach jedem Bauabschnitt die Anleitung nochmal am Durchblättern, nur um dich zu vergewissern, dass du nicht doch irgendwas vergessen hast. Und gerade dieser rote Eimer 1, der wird irgendwie nie gebraucht. Das ist wie so ein Running Gag durch die ganze Anleitung. Aber es gibt natürlich auch Highlights beim Print, beispielsweise das Ladenschild. Ich finde das großartig, wie man hier bedruckte Steine und Standardsteine kombiniert, um am Ende ein stimmiges Schild zu bekommen. Die beiden Teile der Schallplatte sind nämlich einfach schwarze Viertelkreise. Funhole bringt mit dem Record Store mal wieder ein sehr beeindruckendes Gebäude heraus. Kleinere Abstriche gibt's durch zerkratzte Teile und unlogische Prints. Aber im Großen und Ganzen ist hier Funhole wieder ein sehr tolles Set gelungen und ich freue mich sehr auf weitere Modelle aus der Street Fusion Serie.